Reifencheck. Ganz wichtig. Ja. Etwas kernig die Kupplung. Mein Meister sagt doch mal gerne Rupflung dazu. Was haben wir denn hier Schönes? Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, sind hier zusätzliche Anzeigen in das Cockpit geflossen. Wir haben hier noch eine Öltemperaturanzeige, darunter ist eine Ladedruckanzeige. Ladedruckanzeige? Ja, das Fahrzeug ist aufgeladen. Wie ist es aufgeladen? Single Turbo, Turbonetics. Motor ist natürlich gemacht, weil sonst würde ich hier keinen Finger dran rühren und eine Abstimmung machen. Wir haben hier Viseco 8,8:1 Kolben drin, Schmiedepleuel, das ist alles vom Kunden im Vorfeld schon gemacht worden. Und natürlich halt das Turbonetics Single Turbo Kit. Ist glaube ich auch sogar noch der originale Turbonetics Turbolader, also jetzt auch nicht übermäßig groß oder nochmal irgendwie modifiziert. Und ja, wie das von außen bzw. im Motorraum aussieht, das könnt ihr euch jetzt anschauen. When you break my fucking heart. When you tell me it shouldn't be this way, and I'd be lying if I told you that I didn't wanna take his place. Ooh. So, ja, ihr habt gesehen, ist schön bunt vorne im Motorraum. Wir werden jetzt weiter noch das Fahrzeug etwas warm fahren. Er sagt nämlich aktuell noch nichts und dann probieren wir auch, gucken, ob es das Wetter zulässt, eine 100 bis 200 km/h Messung. Ihr habt hier, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, einen Gredi Boost Controller haben wir hier drin mit zwei Einstellungen, High- und Low-Einstellungen. Und da habe ich jetzt zwei Ladedruckeinstellungen hinterlegt. Einmal eine, die haben wir schon auf dem Prüfstand ein bisschen angetestet. Das ist eine 0,73 Bar Ladedruckeinstellung und eine 0,78 Bar Ladedruckeinstellung. Der Kunde wollte ein bisschen Safety First machen. Das heißt also, wir werden da jetzt nicht großartig höher gehen. Und wir testen jetzt erstmal die Low-Einstellung. Ich vermute mal, dass die im vierten Gang noch ein bisschen mehr Ladedruck bringt als diese 0,73 Bar. Und rechts daneben seht ihr nochmal eine interessante Anzeige. Das ist eine Abgastemperaturanzeige. Die obere Zahl zeigt quasi die Abgastemperatur im Abgasstrang direkt im Fächerkrümmer an. Und die untere, das ist die Umgebungstemperatur vom Getriebe aktuell. Ja, ich denke mal, der Sensor soll auch noch irgendwo woanders platziert werden, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Ja, Abstimmung bin ich soweit schon mal gefahren und wir werden jetzt keine Vorherzeit haben. Das Fahrzeug wurde ursprünglich mal von einem anderen Tuner auch abgestimmt, den es nicht mehr gibt. Der hat das Fahrzeug leider begrenzt auf, ich glaube, 3500 Umdrehungen und 120 km/h. Der Kunde ist so ungefähr ein Jahr lang rumgefahren. Ist hier ein bisschen anstrengend gewesen, hat er mir gesagt, aber gut, wir haben die Einstellungen jetzt nochmal komplett neu gemacht. Das heißt, die Einspritzdüsen angepasst, Zündung und halt auch den Boost-Controller entsprechend konfiguriert, dass wir da auf ein schönes Drehmomentergebnis kommen. Jo, ja, jetzt werden wir als nächstes erstmal die 100-200 km/h Messung probieren. Schauen mal, ob wir genug Traktion hier reinbekommen. Weil
das Fahrzeug dann doch schon ordentlich Drehmoment hat gegenüber den Saugern. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben mal ein bisschen Druck auf den Kessel. Neuer Tag, neues Glück. Nein, keine Ahnung, aber ja, gestern sind wir nicht mehr wirklich viel weitergekommen mit dem Fahrzeug. Wir haben die zweite Abgastemperatursonde verloren unterwegs. Die hat rausgeschossen aus dem Abgasstrang. Wir haben jetzt lediglich Getriebeumgebungstemperatur auf unserem Abgastemperaturanzeige. Aber egal. Wir waren ja im Vorfeld schon auf dem Leistungsprüfstand und konnten so auch die Leistung messen. Und zwar liegen jetzt aktuell 420 PS bei 590 Newtonmeter. Also schon ein respektables Ergebnis, aber es geht noch mehr bei dem Fahrzeug. Warum? Wir haben gestern festgestellt, bei normaler Fahrt, Abgasstrang im hinteren System brutal heiß gewesen. Wir haben auf dem Leistungsprüfstand gesehen, dass ab 5000 Umdrehungen Leistung und Drehmoment rapide wegbricht. Somit, einzige Erklärung, Abgasgegendruck zu hoch. Abgasanlage muss optimiert werden, genauso wie die Ladeluftkühlung. Das haben wir den Kunden jetzt schon empfohlen. Das Fahrzeug steht jetzt kurz vor Auslieferung. Wir werden jetzt auch mit dem Ladedruck nicht mehr höher gehen als die besagten 0,78 bar, die wir auch auf dem Leistungsprüfstand gemessen hatten. Und bleiben jetzt quasi dabei. Ja. Was ganz cool ist, was wir euch noch zeigen wollten, das ist so ein leichter Ohrenschmaus. Das ist das Turbogeräusch bei dem Fahrzeug. Das ist sehr sexy. Also jetzt erstmal Ohren auf und genießen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Bisschen die Niederrhein-Tour noch genießen. Die Landstraßen sind hier sehr schön, kann ich nur empfehlen. Guckt sich das an. Schnurstracks geradeaus. Leider ein LKW vorweg und Regen. Ich habe es gerade schon probiert, habt ihr vielleicht gesehen, ist ein bisschen quer gegangen der Bursche. Also die Leistung kriege ich hier nicht auf den Asphalt gelegt, komplett. Aber ich hoffe, ihr habt es genossen. Wir werden dem Eugen jetzt noch ein paar Empfehlungen geben, um die Topleistung noch zu verbessern, weil 420 PS ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Da werden wir, denke ich mal, noch mal Hand anlegen, aber das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr werden. Jetzt kann der Eugen erstmal, nachdem er fast 2 Jahre maximal 120 fahren durfte mit dem Auto, weil das Fahrzeug begrenzt war, endlich mal ein bisschen Gas geben und Spaß haben. Ja, ich bin zufrieden mit dem Fahrzeug. Kurze Frage noch nebendran an euch. Habt ihr auch das Fahrzeug aufgeladen oder bleibt ihr beim klassischen Sauger-Setup? Ich finde die Abwechslung ganz geil. Das heißt, dass ich mal einen Kompressor habe, mal ein Turbo, mal ein Biturbo, mal ein Sauger-Setup. Das ist halt für mich ganz angenehm. Wie habt ihr es am liebsten? Single-Turbo, Biturbo, Sauger, Kompressor? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten liken und teilen. Würde uns wieder freuen. Was ist abschließend noch zu sagen? Leistungsdiagramm zeigen wir euch gleich noch oder beziehungsweise im Laufe des Videos werdet das vielleicht sehen oder ich blende es jetzt hier ein. Mal gucken, wie es am besten passt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten.